Also mir ist der Boden aus dem Grund so wichtig, weil der Boden die Grundlage allen Lebens ist. Also die Menschen würden ohne Boden nicht leben. Es gibt keine Nahrungsmittel, keinen Lebensraum und natürlich auch keinen Sauerstoff, wann keine Pflanzen wachsen. Ich bin immer der Ansicht, Landwirtschaft muss man mindestens in einer Dekade, wenn nicht sogar 2, bewerten. Das heißt, wenn man den Boden schützt, der Boden ist das Kapital des Bauern, dann ist es vielleicht anfangs mehr oder weniger eine Investition, braucht dann natürlich Zeit, aber dann trägt es auch Früchte. Ich habe eine Leidenschaft für den Boden entwickelt, durch das, dass ich schon sehr lange Betriebsführer bin und immer gesehen habe, dass im Boden wegschwemmt. Dadurch habe ich mir eine andere Maßnahme oder eine andere Bewirtschaftungsweise überlegt. Und dadurch bin ich zur Direxat gekommen. Wir dann eigentlich nur ansehen, wir dann nicht pflügen, wir dann nicht gruppen, wir dann nicht decken und die Böden immer bedeckt lassen. Also das heißt mit einer Begrünung, mit einer Zwischenfrucht und wenn das nicht möglich ist, dann in den Wintermonaten zum Beispiel dann Ernterückstände, dass die Oberflächen schützen vor den Böden. Für die Hitzeperioden ist natürlich der große Vorteil, dass die Böden bedeckt sind. Man sagt ja mehr oder weniger, die Natur ist nie nackt, also sagen wir, der Waldboden ist immer bedeckt und folgedessen glaube ich, dass auch der Ackerboden immer bedeckt sein soll. Weil der Boden ist eine dünne Haut über die Erde und der ernährt die Menschen, der trägt die Menschen und es ist sehr wichtig, dass wir ihn schützen. Für die Natur hat es den großen Vorteil, diese Art der Bewirtschaftung, dass die Lebensräume der Insekten und der Bodenlebewesen nie zerstört wird, weil die Insekten leben am Boden und im Boden, also die obersten 2 cm des Bodens, sind die Hauptlebensräume der Insekten. Da können sie dann nisten, haben dort ihren Lebensraum und der wird nicht ständig zerstört. Das fördert natürlich auch die Regenwürmer. Wir haben den großen Dauwurm, den haben wir sehr stark. Der macht große, senkrechte Löcher bis 2 Meter Tiefe. In diese Löcher kann dann natürlich gut das Regenwasser versickern. Die Regenwürmer brauchen Wasser, Ruhe und Futter und in dieser Reihenfolge und dadurch haben wir viele Regenwürmer und die machen dann für uns diese Bodenlockerung, die was sonst mit den Maschinen gemacht wird. Durch den Einsatz der Direxat-Maschine haben wir den Vorteil, dass wir erstens natürlich, was unser wichtigstes Bedürfnis ist, dass wir den Boden schützen. Aber wir brauchen keinen Pflug, wir brauchen keinen Grupper und andere Bodenbearbeitungsmaschinen. Also wir haben nur eine Überfahrt und sind mehr oder weniger fertig. Diese bodenschonende Bewirtschaftung hat natürlich für mich als Landwirt auch den Vorteil, dass ich weniger Traktorstunden habe, weniger bearbeiten muss, weniger mit dem Traktor fahren muss. Ich glaube, dass auch für die Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft wichtig ist, dass man den Aufwand reduziert. Also ich bin auch betriebswirtschaftlich sehr denkend, es muss wirtschaftlich sein. Wenn der Aufwand geringer ist, dann bleibt unterm Strich mehr über. Ich bin gern Landwirt aus dem Grund, weil ich gerne in der Natur bin, weil es eine Freude macht, wenn in der Natur was wächst, wenn sie die Bodenlebewesen vermehren, wenn es den Tieren gut geht im Stall, wenn man gutes Futter erzeugt, wenn man gesunde Lebensmittel erzeugt für die Menschen, die Kulturlandschaft bewahrt und natürlich auch die Herausforderungen des Klimawandels annimmt. Und mein Motto ist natürlich aus dem Grund, gesunder Boden, gesunde Pflanzen, gesunde Tiere, gesunde Menschen. Ich bin Josef Pfeffer, euer Biodiversitätsbotschafter.